Ciao, ciao und willkommen zur Anleitung für diesen Sweater, der aus einem Granny Square Muster heraus entsteht. Granny Squares haben ja ein Revival erfahren und liegen wieder absolut im Trend. Wir machen 4 Einzelstücke, die wir dann zu einem Sweater zusammenarbeiten. Die Wolle, die ich verwendet habe, ist die Lisa Premium Uni von Gründel. Die hat eine vorgeschlagene Nadelstärke von 3,5 bis 4,5 mm. Ich habe durchgehend mit der Nadelstärke 5,5 mm gearbeitet, also mit einer größeren. Was ihr sonst noch braucht, ist eine Nadel zum Vernähen der Fäden. Wenn ihr zur Hand habt Maschenmarker oder sonst irgendetwas zum Markieren, das kann dann auch ein Faden sein und ein Maßband, natürlich eine Schere und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen genau hier in der Mitte in einen Fadenring hinein. Da machen wir 4 Gruppen von Maschen und diese Gruppen von Maschen werden immer mehr von Reihe zu Reihe. Ich mache nach jeder 4. Reihe einen Wechsel auf eine andere Farbe und den könnt ihr natürlich auch nach jeder Reihe machen. Ich zeige ihn dann nach 4 Reihen das erste Mal. Am Anfang brauchen wir einen Anfangsknoten und ein paar Luftmaschen, die unseren Anfangskreis bilden. Wir machen dazu 5 Luftmaschen. Und die Nummer 5 und schließen diese zu einem Kreis. Dazu stechen wir in die Luftmasche in die Mitte ein, die direkt nach unserem Anfangsknoten sitzt, in die erste Luftmasche. Wir holen uns durch beide Maschen den Faden durch und schließen diese Luftmaschenkette zu einem Kreis. Und in diesen Kreis kommen die ersten 4 Cluster hinein. Am Anfang machen wir 3 Luftmaschen. Diese 3 Luftmaschen zählen als unsere erste Masche. Und jetzt müsst ihr darauf achten, dass ihr in die Mitte von dem Kreis hineinarbeitet und nicht in die Lücke, die darüber sitzt. Wir starten mit unserem ersten Stäbchen. Dazu machen wir einen Umschlag um die Nadel, stechen jetzt in die Mitte unseres Kreises ein, holen uns den Faden durch, ziehen den Faden durch die ersten beiden Maschen und durch die nächsten beiden Maschen. Das war jetzt unser erstes Stäbchen und wir arbeiten jetzt immer weiter mit Stäbchen. Wir brauchen pro Cluster immer 3 Stäbchen nebeneinander und die erste Masche in jeder neuen Reihe besteht aus 3 Luftmaschen und ist der Ersatz für ein Stäbchen. Für das erste Cluster brauchen wir noch eine 3. Masche. Wir machen wieder einen Umschlag, holen uns den Faden in der Mitte von dem Kreis mit der Nadel durch und maschen zweimal ab, durch die ersten beiden Maschen und durch die nächsten beiden Maschen. Jetzt haben wir unseren ersten Cluster gebildet. Dazwischen, zwischen den einzelnen Clustern, in der ersten Reihe sind es 4, machen wir immer 3 Luftmaschen. Da wir jetzt nicht am Anfang sind und keine 3 Luftmaschen als Ersatz für die erste Masche machen müssen, sondern wir sind ja mitten in der Reihe, brauchen wir jetzt einfach nur immer mit Stäbchen weitermachen. Die nächsten 3 Maschen sind also wieder Stäbchen.
Und ein drittes fehlt jetzt noch. Jetzt haben wir bereits 2 Ecken, also eine Ecke eigentlich und 2 Cluster. Und dazwischen machen wir wieder 3 Luftmaschen. Dann unsere nächsten 3 Stäbchen. Und ein 4. Cluster fehlt uns noch, damit wir ein schönes Eck haben. Und davor machen wir wieder 3 Luftmaschen. Und noch einmal 3 Stäbchen in den Kreis hinein. Jetzt haben wir unsere 4 Maschengruppen. Was noch fehlt zwischen den beiden hier, sind die 3 Luftmaschen. Die erste Reihe ist fertig und wir schließen diese, indem wir in die 3. Luftmasche vom Beginn einstechen und hier eine Kettmasche hineinmachen. 1, 2, 3. In diese 3. Masche stechen wir ein, holen uns den Faden durch und ziehen den Faden auch gleichzeitig durch die Masche auf der Nadel. Die erste Reihe ist somit beendet. In der zweiten Reihe machen wir auch 3 Steigeluftmaschen am Beginn als Ersatz für das erste Stäbchen. Für unsere Dreiergruppe fehlen uns jetzt wieder 2 Stäbchen. Die kommen direkt in die Lücke ins Eck hier hinein. Und im Eck haben wir immer 2 Gruppen, getrennt von 3 Luftmaschen. Und hier haben wir nur die erste Gruppe. Die zweite Dreiergruppe machen wir am Ende der Reihe. Zwischen den Ecken machen wir immer eine Luftmasche. Jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Eck. Hier kommen die 2 Gruppen mit den 3 Stäbchen jeweils hinein. Zwischen den 2 Gruppen immer die 3 Luftmaschen am Eck. Zweite Gruppe kommt wieder ins Eck. Jetzt wieder eine Luftmasche vor dem nächsten Eck. Wieder 3 Luftmaschen vor der zweiten Gruppe mit 3 Stäbchen im Eck. Wieder eine Luftmasche, bevor wir ins nächste Eck hineinarbeiten. Und natürlich wieder die 2 Gruppen mit je 3 Stäbchen und 3 Luftmaschen dazwischen auch in dieses Eck hinein. Jetzt wieder eine Luftmasche vor dem nächsten Eck
Und hier haben wir das Eck ja bereits zur Hälfte fast fertig mit der ersten Dreiergruppe mit Stäbchen vom Anfang drinnen. Und uns fehlt noch zum Abschluss der Reihe die zweite Dreiergruppe ins Eck hinein und die 3 Luftmaschen zwischen den beiden Gruppen. Die eine Luftmasche haben wir gemacht. Jetzt kommen die 3 Stäbchen, die hier noch fehlen, hinein. Und die 3 Luftmaschen zwischen den beiden Gruppen. Beenden tun wir jede Reihe und somit natürlich auch die zweite Reihe mit einer Kettmasche immer in die dritte Luftmasche vom Anfang hinein. Und bei der Kettmasche maschen wir durch beide Maschen gleich ab. Die zweite Reihe ist jetzt fertig. In die dritte Reihe starten wir wieder mit den 3 Luftmaschen. Und den 2 Stäbchen danach. Die kommen wieder ins erste Eck hier hinein. Und jetzt haben wir das erste Eck auch wieder zur Hälfte fertig und beenden das erste Eck dann auch wieder am Ende der Reihe mit den 3 Stäbchen und den 3 Luftmaschen dazwischen. Wir kommen in die nächste Lücke. Davor machen wir eine Luftmasche und in diese Lücke kommen wieder 3 Stäbchen hinein, eine Gruppe, eine Maschengruppe. Und da dies kein Eck ist, kommt hier nur eine Gruppe mit den 3 Maschen hinein. Wir machen immer nur am Eck 2 Cluster hinein, dazwischen 3 Luftmaschen, ansonsten immer in jede Lücke dazwischen 3 Maschen mit also einen Cluster. Und diese Abstände zwischen den Ecken und die Lücken zwischen den Ecken werden von Reihe zu Reihe jetzt mehr. Bevor wir ins Eck kommen, machen wir wieder eine Luftmasche und hier kommen wieder 2 Gruppen hinein mit 3 Luftmaschen dazwischen. Also immer nur am Eck. Das Eck ist fertig. Wir machen wieder eine Luftmasche vor der nächsten Öffnung. Hier kommen wieder 3 Stäbchen hinein. Wir machen wieder eine Luftmasche und sind bei unserem nächsten Eck, wo wir wieder 2 Gruppen hineinmachen und 3 Luftmaschen dazwischen. Jetzt haben wir schon wieder ein Eck fertig, machen weiter mit einer Luftmasche. Hier kommt, weil es kein Eck ist, wieder eine Gruppe hinein mit den 3 Stäbchen, dann wieder eine Luftmasche, dann sind wir beim nächsten Eck, da machen wir wieder 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in dieselbe Lücke,
dann wieder eine Luftmasche. Hier kommen wieder unsere 3 Stäbchen hinein, dann wieder eine Luftmasche und dann sind wir beim halb vollendeten Eck am Schluss und das machen wir dann gemeinsam. Bis dahin machen wir jetzt einmal die Reihe fertig. Ich habe jetzt den letzten Cluster in der Lücke gemacht vor dem Reihenende und vor dem Eck, vor dem ersten und letzten und mache wieder eine Luftmasche. Mache hier 3 Stäbchen hinein. 3 haben wir ja schon drinnen vom Anfang. Und es fehlen noch die 3 Luftmaschen zwischen den beiden Gruppen. Die Reihe beenden wir wieder mit einer Kettmasche in die 3. Luftmasche vom Beginn. Jede neue Reihe beginnt wieder mit 3 Luftmaschen am Anfang und gleich 2 Stäbchen danach für die erste Gruppe. Wir sind hier am Eck, am Beginn und machen die 2 Stäbchen gleich hier hinein. Das Eck mit der zweiten Gruppe und den 3 Luftmaschen dazwischen machen wir wieder am Ende der Reihe fertig. Für uns geht es weiter mit einer Luftmasche immer zwischen den einzelnen Clustern und hier werden es dann immer mehr Lücken zwischen den Ecken von Reihe zu Reihe. Wir machen immer eine Luftmasche, einen Cluster, eine Luftmasche, einen Cluster in jede Lücke, eine Luftmasche auch vor dem Eck und im Eck einen Cluster, 3 Luftmaschen und den zweiten Cluster in dieselbe Lücke hinein. Ich mache diese Reihe jetzt genauso weiter und am Ende zeige ich euch, wie ich den ersten Farbwechsel nach dieser Reihe mache. Am Ende habe ich wieder die 3 Luftmaschen gemacht, die mir zwischen den beiden Gruppen noch gefehlt haben. Beende mit einer Kettmasche. Und jetzt mache ich meinen ersten Farbwechsel. Dazu schneide ich den Faden so ab, dass ein Stück dran bleibt. Ziehe ihn noch einmal durch die Lasche durch und mache einen Knoten. Jetzt kommt die Farbe Grau ins Spiel und wenn ihr eine neue Farbe nehmt, dann könnt ihr eigentlich an jeder Stelle, wo ihr eine Öffnung habt, beginnen. Ich fange gleich wieder am Eck an. Bevor ich das mache, zeige ich euch noch, was euch recht viel Arbeit ersparen kann, vor allem wenn ihr öfter die Farbe wechselt. Ihr könnt nämlich den abgeschnittenen Faden gleich nehmen und gleich in die Maschen einarbeiten. Ich ziehe ihn jetzt einmal hier durchs Eck zweimal durch und jetzt hole ich mir den Faden auch gleich mit der Nadel durch die Maschen durch. Ich hole ihn jetzt einmal von der einen Seite durch und jetzt von der anderen Seite durch die Masche. Und das könnt ihr jetzt ein paar Mal machen. Dann braucht ihr ihn nicht mehr vernähen am Schluss, was ganz praktisch ist. Hier hole ich ihn mir noch
zweimal durch die nächste Lücke durch. Ziehe das schön fest und noch durch 2, 3 Maschen. Dann ist er richtig schön in den Maschen drinnen und ich kann ihn eigentlich auch gleich abschneiden. Mit der neuen Farbe könnt ihr, wie gesagt, an jeder Stelle beginnen, bei jeder Öffnung. Ich mache jetzt aus Gewohnheit den Beginn wieder hier beim Eck. Ihr holt euch den Faden durch die Öffnung, wo ihr beginnt, durch. Macht am Anfang einen Knoten. Da lassen wir auch wieder ein Stück Faden dran. Dann holen wir uns mit der Nadel den Arbeitsfaden von hinten nach vorne durch und in diese Schlaufe kommen wieder die 3 Luftmaschen vom Beginn jeder Reihe hinein. Als erste Masche. Jetzt, nachdem ich am Eck beginne, kann ich mir überlegen, mache ich gleich beide Cluster hier hinein mit den 3 Luftmaschen dazwischen oder so wie vorher nur einen Cluster und dann den zweiten Cluster am Ende der Reihe mit den 3 Luftmaschen. Es ist ganz egal, je nachdem, wo ihr beginnt. Was ihr hier machen könnt, ist den kürzeren Faden gleich hinten mitlaufen lassen und gleich mit verhäkeln. Was ich jetzt auf jeden Fall brauche, sind 2 Stäbchen noch für meine erste Gruppe. Den Faden lasse ich hinten direkt hier so liegen, dass er mit hineingehäkelt wird. Auch das spart uns wieder Vernäharbeit. Ich mache jetzt meine 2 Stäbchen für meine erste Gruppe und mache aus Gewohnheit jetzt nur die Hälfte des Eckes, ganz gleich wie vorher weiter und somit eine Luftmasche und springe zu meiner nächsten Lücke. Den Faden lasse ich weiterhin hinten mitlaufen. Wieder eine Luftmasche und springe gleich zur nächsten Öffnung. Den Faden lasse ich einfach immer mitlaufen bis zum Ende und dann ist der auch gleich verhäkelt. Jetzt bleibt alles gleich natürlich. Ich mache diese Reihe bis zum Ende fertig und dann noch einmal mit euch gemeinsam den Farbwechsel Retour auf meine erste Farbe. Die Reihe nach dem Farbwechsel beendet ihr entweder mit 3 Luftmaschen oder mit einer Luftmasche, je nachdem an welcher Stelle ihr begonnen habt. Bei mir sind es 3 Luftmaschen. Mir fehlt jetzt noch die Kettmasche am Ende und ich wechsle wieder auf die Hauptfarbe bei mir, auf das Pink zurück, schneide noch einmal den Faden ab, lass einen Teil dran, ziehe ihn dann durch die letzte Masche, mache einen Knoten und nehme auch hier gleich wieder die Häkelnadel zur Hand, um mir das Vernähen zu sparen. Da mache ich jetzt auch wieder 2 Schlingen in die Lücke hinein und dann ziehe ich den Faden wieder durch die nächsten Maschen von hinten nach vorne und von vorne nach hinten ein paar Mal durch. Mit der alten Farbe starte ich wieder mit einem Knoten. Ich bleibe
auch hier jetzt gleich beim Eck als Beginn der neuen Reihe. Und wir holen uns wieder den Faden von hinten nach vorne durch und machen die 3 Luftmaschen als Ersatz für die erste Masche. Das Ganze macht ihr jetzt so lange weiter, bis ihr die Seitenlänge von eurem Quadrat erreicht habt. Und ich zeige das jetzt noch einmal bei mir. Mein Hüftumfang mit 98 cm durch 2 geteilt ergibt 49 cm für eine Länge von einem der 2 Quadrate, die wir brauchen, eines vorne und hinten. Und zu den 49 cm für eine Länge, eine Seitenlänge, zähle ich dann 2,5 bis 3 cm dazu. Es kann natürlich noch viel mehr sein. Wenn ihr sagt, ihr wollt das viel weiter haben, dann müsst ihr mehr machen. Und bei mir sind das ca. 51,5 bis 52 cm pro Seitenlänge von einem Quadrat. Insgesamt machen wir 2 dieser Quadrate und dann sehen wir uns wieder, wenn wir auf der Vorderseite bei einem Quadrat oben unseren Halsausschnitt weitermachen und auf der Rückseite den Teil über unsere Schultern. Nachdem wir jetzt 2 gleich große Quadrate fertig haben, machen wir den Vorderteil und den Rückteil nach oben hin fertig mit je ein paar Reihen. Wir starten mit dem Rückenteil. Für unseren Rückenteil nehmen wir die vordere Seite, die schönere Seite von einem unserer Quadrate, machen einen Knoten rechts am Eck in der Lücke mit unserem Garn hinein. Wir holen uns den Faden von hinten nach vorne durch die Lücke und machen 4 Luftmaschen. Drei davon zählen als erstes Stäbchen. Und die 4. Luftmasche ist die Masche dazwischen. Wir gehen hier in die nächste Lücke hinein und machen hier wieder einen Cluster mit unseren 3 Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche. Und jetzt machen wir in der gesamten Reihe immer einen Cluster in jede Lücke und dazwischen eine Luftmasche. Und das Ganze bis zur letzten Lücke vor dem Eck. Das Eck machen wir dann wieder gemeinsam. Wenn wir die 3 Stäbchen in die Lücke vor dem Eck gemacht haben, machen wir wieder eine Luftmasche und machen ins Eck hinein ein Stäbchen zum Abschluss der Reihe. Jetzt wenden wir das Ganze auf die Rückseite und machen wieder 3 Luftmaschen als Ersatz für unser erstes Stäbchen. Die könnt ihr natürlich wie immer auch vor dem Wenden schon machen. In die Lücke gleich direkt hier am Anfang kommt wieder ein Cluster mit 3 Stäbchen hinein. Das sieht jetzt aus wie 4 Stäbchen nebeneinander. Wir machen wieder eine Luftmasche
und gehen zur nächsten Lücke und ab hier machen wir in dieser Reihe auch wieder in jede Lücke einen Cluster mit 3 Stäbchen hinein und dazwischen eine Luftmasche und das Ganze bis zum Ende vor dem Eck und das Ende der Reihe machen wir wieder gemeinsam. So, hier am Ende der Reihe sind jetzt die 4 Luftmaschen von der ersten Reihe von dem Oberteil unseres Quadrates und der Anfangsknoten und wir machen nach dem Cluster wieder eine Luftmasche und hier hinein in die letzte Lücke kommen 4 Stäbchen. Die zweite Reihe oben ist jetzt beendet. Wir machen wieder 4 Steigeluftmaschen, denn diese 2 Reihen wiederholen sich jetzt permanent. Und nach jeder Reihe wenden wir. Jetzt sind wir wieder auf der Vorderseite. Die ersten 3 Luftmaschen sind wieder der Ersatz für das Stäbchen am Rand und die 4. Luftmasche ist wieder die Masche dazwischen, zwischen den Clustern. Und wir machen gleich weiter mit einem Cluster in jede Lücke. Dazwischen wieder eine Luftmasche und so weiter. Wir sind am Ende der 3. Reihe, machen eine Luftmasche und hier in die 3 Luftmaschen vom Beginn in die letzte der Luftmaschen ein Stäbchen hinein. Wir wiederholen jetzt nochmal gemeinsam die nächste Reihe. Wir machen 3 Steigeluftmaschen, denn wir haben ja hier in der nächsten Reihe gleich eine Lücke, wo die 3 Stäbchen hineinkommen. Das ergibt dann wieder diese Anfangsgruppe mit den 4 Maschen. Wir wenden. Hier kommen gleich die 3 Stäbchen wieder hinein. Unsere Luftmasche und ein Cluster mit 3 Stäbchen in jede Lücke. Diese ersten 2 Reihen, die wir jetzt noch zweimal gemacht haben, in der 3. und 4., wo wir jetzt gerade sind, wiederholen sich permanent und 10 Reihen sind eine recht gute Orientierung oder gute Maßangabe, sollte sehr gut funktionieren mit der Länge. Wenn wir hier jetzt mal 10 Reihen am Rückenteil machen und am Vorderteil dann auch 10 Reihen und ihr könnt es dann ja zusammen, sporadisch zusammen heften oder stecken und euch dann mit dem Vorderteil gemeinsam über die Schultern legen. Notfalls kann man immer noch mehr Reihen dazu machen, vorne und hinten, oder auch eine Reihe oder mehr wegnehmen. Aber diese 10 Reihen sind an sich eine sehr gute Orientierung für jede Größe. Und ich mache jetzt noch die nächsten, die 4. Reihe fertig und dann noch 6 Reihen drauf. Und dann sehen wir uns wieder am Ende von unserem Rückenteil. So sieht unser fertiger Rückenteil aus, das Granny Square mit den Reihen im oberen Teil. Wir nehmen uns jetzt unser zweites Quadrat zur Hand, um auch hier den oberen Teil zu machen. Auf der Vorderseite machen wir den linken und rechten Teil unseres Halsausschnittes, hier in der Mitte, komplett gleich. Einen Teil habe ich schon vorbereitet, den habe ich auf der anderen Seite hier begonnen am Eck
und den komplett gleichen Teil machen wir jetzt gemeinsam. Zuerst müsst ihr euch eure Mitte suchen. Bei mir ist es so, dass ich eine ungerade Zahl an Clustern habe. Deshalb ist meine Mitte nicht so, dass beide an einem Punkt zusammenkommen, beide Seiten, sondern dass ich einen Cluster dazwischen habe und links und rechts je 10 Clustergruppen. Es könnte natürlich auch sein, dass beide bei euch an einem Punkt zusammenkommen. Das ändert aber nichts, außer dass ich hier ein bisschen mehr dazwischen habe. Wir beginnen am Eck, nehmen uns unser Garn zur Hand und machen hier am Eck wieder einen Knoten. Wir rollen uns mit der Nadel den Faden durch und machen 4 Luftmaschen. Die erste Lücke direkt unter den Luftmaschen überspringen wir am Anfang wieder und machen unser erstes Cluster in die Lücke daneben hinein. Hier kommen unsere 3 Stäbchen hinein. Unsere Luftmasche und es geht gleich weiter. In jede Lücke kommt wieder ein Cluster mit den 3 Stäbchen hinein. Und zwar so lange, bis ihr vor der Mitte angelangt seid. Ich habe das hier mit 2 Maschenmarkierern markiert. Ihr könnt das auch mit einem Faden oder sonst irgendwie markieren oder einfach mitzählen. Wir machen jetzt genauso weiter und zwar, ich mache das bis hier, bis vor dem Ende. Nach dem letzten Cluster vor dem Ende mache ich wieder eine Luftmasche und jetzt kommt hier in mein Ende, in meine letzte Lücke. Das wäre, wenn ihr eine gerade Zahl hättet und beide Seiten eine gemeinsame Lücke hätten, dann dieselbe links und rechts. Bei mir ist eben eine Gruppe an 3 Stäbchen dazwischen. Da kommt jetzt nach der Luftmasche, kommen jetzt 2 Stäbchen hinein. Am Ende der ersten Reihe vom oberen Teil. Also nicht 3, sondern diesmal 2. Jetzt machen wir wieder 4 Luftmaschen, wenden auf die nächste Reihe. Wir überspringen diese beiden Stäbchen und machen in die Lücke daneben einen Cluster hinein mit unseren 3. Die Luftmasche und der Rest geht gleich weiter wie immer, bis wir dann das Ende und den Anfang der Reihe und der neuen Reihe wieder gemeinsam machen. Am Ende angelangt, hier wo unsere 4 Luftmaschen sitzen, machen wir wieder eine Luftmasche nach dem letzten Cluster und hier machen wir jetzt 4 Stäbchen hinein. Wir machen 4 Luftmaschen, wenden wieder und gehen in unsere erste Lücke nach den 4 Maschen, wo wir auch gleich wieder unseren ersten Cluster hinein machen. Wir machen natürlich unser Muster genauso weiter, eine Luftmasche je ein Cluster in jede Lücke, bis wir hier angelangt sind. Mir fehlt jetzt noch die Luftmasche nach dem Cluster und hier hinein kommt ein Stäbchen am Schluss.
Das war jetzt die dritte Reihe von der einen Seite vom oberen Teil. Die zweite und die dritte Reihe wiederholt ihr jetzt. Ich starte nochmal mit euch gemeinsam. Wir machen 4 Luftmaschen, stechen in die Lücke direkt hier ein mit dem ersten Cluster. Und machen genauso weiter ab hier, ab der 4. Reihe, wie in der 2. Reihe und in der Reihe danach, in der 5. Reihe, wie in der 3. Reihe. Und sehen uns dann wieder. So, das war jetzt die 5. Reihe. Ich bin fast fertig. Nach der Luftmasche machen wir hier noch ein Stäbchen vor die 4 Luftmaschen hinein am Schluss. Machen wieder 4 Luftmaschen. Drehen auf die andere Seite und machen jetzt gleich direkt hier in die erste Lücke unsere 3 Stäbchen, unsere Gruppe hinein. Und wir sind jetzt schon am Beginn der 6. Reihe. Diese geht natürlich auch unserem Muster entsprechend wieder weiter. Nach jeder Gruppe, nach jedem Cluster kommt eine Luftmasche, in jede Lücke ein Cluster und hier am Ende sind wir wieder in dem Bogen, in die letzte Lücke bei den 4 Luftmaschen, machen wir wieder 4 Stäbchen hinein. Das ist dann das Ende der 6. Reihe. Die 5. und 6. Reihe wiederholen sich. In der 7. und 8. Reihe machen wir die genau gleich nochmal und in der 9. und 10. Reihe auch nochmal. Das heißt, diese beiden Reihen, 5. und 6., machen wir noch 2-mal, bis wir dann am Ende bei der 10. Reihe angekommen sind. Hier sieht man vom Verlauf her diese leichte Schräge, dieser V-Ansatz und ab hier jetzt geht es gerade hinauf weiter. Die letzten Reihen, die wir noch machen, die macht ihr auch off the camera quasi und wir sehen uns dann am Ende der 10. Reihe wieder. Ich höre jetzt hier in der 10. Reihe mit den 4 Stäbchen am Ende auf, schneide mir den Faden auch gleich ab und ziehe ihn durch die Masche, mache einen Knoten am Ende. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass man den Vorderteil und den Rückenteil vielleicht so provisorisch oben zusammenheftet mit Sicherheitsnadel, Maschenmarkierer und Co. und sich einmal über die Schultern hängt. So könnt ihr ganz gut noch einmal nachsehen, ob euch die Länge passt, ob ihr vielleicht doch noch ein paar Reihen drauf machen wollt oder die eine oder andere Reihe drauf machen wollt. Und wenn das der Fall ist, dann beginnt ihr einfach am Rand wieder mit den Luftmaschen am Beginn und macht das Muster genauso weiter wie in den letzten Reihen. Und am Vorderteil auch wieder so wie in den letzten beiden Reihen. Fangt dann einfach hier am Rand wieder mit einem Knoten und den 4 Luftmaschen an und macht hier den ersten Cluster hinein zum Beispiel. Für den zweiten Teil vorne, der ist ja ganz gleich, nur beginnt ihr da eben auf der anderen Seite, weil wir ja von rechts nach links arbeiten. Aber ansonsten ganz gleich wie den Teil, den wir jetzt gemeinsam gemacht haben, auch wieder mit einem Knoten am Eck und komplett exakt dasselbe auf beiden Seiten.
Der nächste Teil sind jetzt dann die Ärmel für uns. Bei den Ärmeln machen wir auch wieder 2 Teile, die dann so aussehen. Diese werden dann im Anschluss zusammengearbeitet hier am Rand. Dazu müsst ihr wissen, wie breit soll euer Ärmel sein. Eure Maschen kennt ihr ja schon, das heißt, ihr wisst jetzt ja schon, wie viele Maschen ihr braucht, damit ihr zu so und so vielen Zentimetern kommt. Und bei der Maschenanzahl für den Ärmel ist wichtig, dass sie teilbar ist durch 4, wegen unseren Clustern jeweils, und plus 3. Ich habe eine Maschenanzahl bei meinen Ärmeln von 60 plus 3. Da komme ich auf ungefähr 39 Zentimeter. Und so sieht dann mein Ärmel aus. Die Ärmel werden ja gerade von uns vorgearbeitet. Wir machen hier bei diesem Muster keine Abnahmen. Das heißt, er bleibt immer gleich in der Breite. Ihr rechnet euch jetzt einfach mal aus nach dem Messen, wie viele Maschen ihr braucht. Diese müssen durch 4 teilbar sein, eben wie gesagt wegen den Clustern. Plus 3 Luftmaschen kommen noch dazu und so viele schlagen wir am Beginn an. Dazu brauchen wir wieder einen Anfangsknoten. Und dann machen wir unsere Luftmaschenzahl, die wir brauchen. Ich mache jetzt 60, die durch 4 dividierbar sind, und 3 dazu, also insgesamt 63 Luftmaschen. Wenn ihr die gewünschte Luftmaschenanzahl habt, dann stecht ihr in die zweite Luftmasche ein. Die Masche auf der Nadel zählt nicht. Wir stechen direkt in die zweite Luftmasche ein, holen uns den Faden durch und ziehen den Faden durch beide Maschen auf der Nadel durch. Wir machen also eine feste Masche und jetzt machen wir in der ersten Reihe in jede weitere Luftmasche eine feste Masche. Bis zum Ende der Reihe. Die letzte feste Masche kommt in die Luftmasche direkt neben dem Anfangsknoten hinein. Wir machen 4 Luftmaschen. Die ersten 3 dienen als Ersatz für unser erstes Stäbchen und die 4. Luftmasche ist die Luftmasche dazwischen. Jetzt zählen wir zur Sicherheit 1, 2, 3, 4. Das sind unsere 4 Luftmaschen. Die sitzen in der 5. Masche drinnen. Diese 5. Masche nehmen wir jetzt nicht mit beim Zählen. Und wir lassen die nächsten 3 Maschen aus und machen in die 4. Masche unseren ersten Cluster hinein. Nach den 3 Stäbchen in derselben Masche kommt wieder unsere Luftmasche. Wir lassen wieder 1, 2, 3 Maschen aus und machen die nächste Gruppe, unseren nächsten Cluster, wieder in die 4. Masche hinein. Wieder eine Luftmasche. Und wir machen so weiter bis zum Ende der Reihe. Wir lassen immer 3 Maschen aus und in jede 4. kommt ein Cluster,
Das Ende machen wir wieder gemeinsam. Die letzte Dreiergruppe ist in der vorletzten Masche drinnen. So wissen wir, dass wir richtig gezählt haben. Und in die letzte Masche kommt ein Stäbchen am Rand und am Ende der Reihe hinein. Das kennen wir ja jetzt schon. Wir brauchen jetzt 4 Luftmaschen, 3 wieder statt dem ersten Stäbchen und die 4. als Luftmasche dazwischen, denn wir wenden und da haben wir unsere 4. Luftmasche dazwischen, springen somit in unsere erste Lücke. Und machen unsere 3 Stäbchen hinein. Und wir wissen, wie es jetzt weitergeht. Ich habe jetzt bald einen Wechsel auf ein neues Garn, noch innerhalb von dieser Reihe. Und ganz am Ende haben wir wieder diesen Bogen mit unseren 4 Luftmaschen, wo wir auch wieder 4 Stäbchen hineinmachen. Wir machen jetzt einmal diese Reihe bis zum Ende so weiter. Hier kommen jetzt wieder die 4 Stäbchen am Ende hinein. Dann geht es weiter mit den 4 Luftmaschen. Wir wenden und ihr wisst genau, wie es weitergeht. Machen ein Cluster in jede Lücke zwischen unserer Luftmasche, dann am Ende wieder die 4 Stäbchen und genauso mit diesem Muster weiter. Wenn ihr mit einer Farbe bei euren Ärmeln arbeitet, dann könnt ihr das jetzt einfach weitermachen bei beiden Ärmeln, bis ihr die gewünschte Länge eurer Ärmel erreicht habt. Und wenn ihr auch Farbwechsel macht, so wie ich hier auch nochmal, ich mache das nach der 10. Reihe. Bis dahin arbeite ich jetzt ohne Kamera und melde mich nach der 10. Reihe noch einmal mit einem Farbwechsel. Da mache ich dann einen Streifen Grau hinein und insgesamt mache ich bei meinen Ärmeln 3-mal noch so einen grauen Streifen, wie ich ihn im Vorderteil und im Rückenteil des Sweaters auch schon drinnen habe. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Häkeln, Weiterhäkeln eures Ärmels bis zum Farbwechseln oder eurer beiden Ärmel bis zum Ende der Länge. Vor dem Farbwechsel habe ich den Faden abgeschnitten, ein Stück dran gelassen, noch einmal durch die Masche gezogen und einen Knoten gemacht. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, den Faden zu wechseln. Die eine kennt ihr ja schon von mir, indem ich am Beginn einen Knoten mache und mir dann von hinten die Masche durchhole und hier geht es jetzt weiter mit den 4 Luftmaschen. Das Muster geht ja ganz normal weiter und dann wende ich auch schon. Die zweite Variante möchte ich jetzt auch ganz kurz herzeigen. Man könnte jetzt auch einfach die Masche direkt durchholen und den kürzeren Faden, den wir dran lassen, bei der ersten Luftmasche mit hinein verarbeiten oder auch gleich bei allen 4 Luftmaschen, die hier jetzt dem Muster entsprechend zu Beginn folgen. Er bleibt bei mir jetzt auf der Seite liegen und dementsprechend mache ich nach der ersten Luftmasche die anderen 3 Luftmaschen mit einem Faden weiter. Ich könnte aber, wie gesagt,
einfach wie bisher einen Knoten machen und die 4 Luftmaschen, indem ich mir gleich den Arbeitsfaden von hinten nach vorne durchhole. Das Muster geht ja gleich weiter. Ich wende und auch mit der neuen Farbe ändert sich nichts. Es folgt die nächste Reihe mit den 3 Stäbchen in jede Lücke der Luftmasche dazwischen und auch hier wieder endet die Reihe nicht nur mit der grauen Farbe, sondern dann auch wieder damit, dass ich den Faden am Ende der Reihe abschneide, durch die Masche durchziehe und hier einen Knoten mache nach den 4 Stäbchen am Ende des 4. Stäbchens. Von der Länge her empfiehlt es sich, dass ihr die Ärmel einfach über eure Arme drüber legt, gemeinsam am besten mit dem Vorder- und dem Rückenteil und dann nochmal nachschaut, ob das von der Länge her gut passt. Länger werden kann man ja immer noch, auch nachdem man alles zusammengenäht oder zusammengehäkelt hat. Aber es empfiehlt sich schon zwischendurch einfach mal zu messen, dass ihr vielleicht nicht zu viele Reihen macht bei den Ärmeln und dann wieder was auftrennen müsst. Und nachdem ihr jetzt dann schon den Vorderteil und den Rückenteil fertig habt und wenn ihr beim ersten Ärmel seid, könnt ihr den einfach über den Arm legen und habt dann auch eine Orientierung, wann ihr aufhören könnt mit den Reihen. Ich mache jetzt einmal den zweiten Ärmel fertig und wir sehen uns dann wieder, wenn ihr in der Zwischenzeit auch eure beiden Ärmelteile finalisiert habt. Die beiden Ärmel habe ich sehr lange gemacht, die sind fast 51 cm lang und insgesamt habe ich 39 Reihen gehäkelt. Bevor wir mit dem Vernähen oder Verhäkeln beginnen, macht es Sinn, dass ihr euch auf der Vorderseite eine Markierung links und rechts macht, damit ihr wisst, wie breit die Naht werden soll über eure Schultern. Ich habe dazu die beiden Teile in der Mitte jeweils zu einem Kragen nach vorgelegt und mir links und rechts das Ganze mit Maschenmarker markiert. Der Vorteil an dem Ganzen ist, man kann den Sweater so tragen oder eben auch, wenn man Lust hat, einen Kragen vorne machen. Das könnte man auch mit dem Bügeleisen und einem feuchten Tuch so fixieren. Und wenn ihr das markiert habt, dann nehmt ihr beide Teile, den vorderen und den Rückteil, und legt die schönen 2 Seiten, also jeweils die Vorderseiten, aufeinander. Wir wenden nach hinten, denn Vernähen oder Verhäkeln, egal welche Variante ihr wählt, machen wir ja auf der Rückseite. Ich zeige euch bei beiden Möglichkeiten je eine mögliche Variante dazu. Das ist die Rückseite vom Rückenteil. Hier ist die Rückseite vom vorderen Teil. Ich habe gleich bei beiden die Markierung drüber gegeben. Hier jeweils bis zur letzten Masche kommt die Naht. Und beim Vernähen gibt es eine mögliche Variante, dass man hier jetzt zu Beginn ein Stück Faden dran lässt. Das kann man dann in die Maschen hinein vernähen. Ich mache dann noch eine zweite Schlinge ganz am Anfang durch die beiden Teile unter die Maschen durch. Und hier innen liegt jeweils die schöne Seite auf der schönen Seite beim Vorderteil und beim Rückenteil. Und wir nehmen jetzt
bei den beiden gegenüberliegenden Seiten immer nur die innere Masche von einem Teil und die innere Masche vom anderen Teil. Ziehen den Faden durch. Das gleiche mit den nächsten beiden gegenüberliegenden Maschen, immer nur den inneren Teil. Somit haben wir immer 2 Fäden auf der Nadel. Und wir schlingen hier, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, dass das auch Schlingstich genannt wird. Ich bilde mir ein, ich habe das so gehört, aber bin nicht ganz so fit beim Nähen, leider Gottes. Aber es sieht zumindest so aus, durch diese Art. Und ich mache das jetzt mit dem grauen Faden, damit man das besser sieht, aber wir machen das natürlich mit unserer letzten Farbe, damit man das dann eben überhaupt nicht sieht. Und das machen wir Masche für Masche bis zur Markierung. Und hier sieht man die beiden Seiten vorne. Da sieht man jetzt natürlich die andere Farbe durch. Aber mit der gleichen Farbe ergibt es dann hier eine schöne Naht. Ich selbst bevorzuge ja die Häkelmethode und da zeige ich euch auch eine mögliche Variante bzw. eine Variante, wie ich es gerne mache. Dazu holen wir uns auch, und ich nehme jetzt auch gleich die richtige Farbe, den Faden am Eck durch beide Teile durch. Ich mache zu Beginn eine Luftmasche und auch hier nehme ich wieder nur die Maschen auf der Innenseite. Ich gehe dazu durch die Masche der mir zugeneigten Seite innen durch und dann durch die Masche vom anderen Teil, auch wieder nur die Masche innen, hole mir den Faden durch beide Maschen durch und ziehe ihn auch gleich jeweils immer durch den Faden auf der Nadel. Also ich mache immer Kettmaschen über die beiden inneren Maschen von beiden Teilen. Also auch hier wieder, ich gehe von vorne in die Innenmasche hinein, gleich durch die Innenmasche vom hinteren Teil und mache jeweils eine Kettmasche und das auch bis zur Markierung. Und auf der anderen Seite habe ich das schon gemacht. Das sieht dann vorne so aus. Im nächsten Schritt verbinde ich die Ärmel auf beiden Seiten mit dem Rückenteil und dem Vorderteil. Alle 3 Teile liegen jetzt auf der Rückseite und ich suche mir hier die Mitte meines Ärmels. Diese ist hier markiert, gemeinsam mit der Naht von der Schulter und beginne hier wieder von rechts nach links auf der Rückseite von allen 3 Teilen. Da wir hier diese Lücken jeweils haben, mache ich es so, dass ich nicht nur die inneren Maschen nehme beim Verhäkeln, sondern hier nehme ich bei beiden Ärmeln immer die gesamte Masche und dann kann man jeweils auch unter die Lücken durchgehen und beide Maschen miteinander mit einer Kettmasche verbinden. Bei den Lücken mache ich immer 2 Maschen.
Nachdem wir alle Teile miteinander verbunden haben, fehlen uns noch 2 Schritte am Ende. Einmal eine Abschlussreihe rund um den Halsausschnitt, mit festen Maschen mache ich die, und zweitens das Vernähen der Restfäden. Die Abschlussreihe um den Halsausschnitt wird auf der Vorderseite des Sweaters gehäkelt, und zwar um den gesamten Halsausschnitt vorne und hinten herum. Ich steche dazu gerne auf der Rückseite hinten ein, hole mir von der Rückseite des Sweaters den Faden nach hinten durch. Mache eine Luftmasche am Beginn. Und jetzt die gesamte Reihe über feste Maschen. Wieder am Nacken hinten angelangt, mache ich eine Kettmasche in die erste feste Masche. Schneide den Faden ab. Und los geht's mit dem Vernähen der Restfäden. Das ist jetzt auch gleich mein erster. Wir vernähen die Fäden natürlich auf der Innenseite. Hier ist wichtig, dass wir darauf achten, dass wir immer nur in die Maschen hinten innen einstechen. Und was bei diesem Muster dazu kommt, dass wir auch darauf achten, dass wir nicht über die Öffnungen drüber gehen zwischen den einzelnen Maschen. Das könnte man dann durchsehen. Da waren jetzt doch noch einige Fäden zum Vernähen, vor allem bei den Ärmeln am Rand. Jetzt geht es endlich ans Anziehen. Ich hoffe, ihr habt ebenso Spaß beim Tragen und Kombinieren eures Sweaters. Ich freue mich immer über Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich über ein Like. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren, damit ihr immer über die regelmäßig neuen Tactical Crafts informiert seid. Bis bald. Ciao, ciao und Happy G!